Heute habe ich wieder eine kleine Story aus Duggys Leben mit ihrem Ägypter. Diese Geschichte zeigt deutlich die Dynamik innerhalb dieser Beziehung, wie schnell die Stimmung bei ihrem Ägypter kippen konnte. Duggys Freund war schon tagelang schlecht gelaunt gewesen und ließ das an andere aus. Er war mit der Kneifzange nicht anzufassen gewesen. Nach langer Beratung innerhalb der Familie musste einer seiner Cousins daran glauben. Dieser hatte dann seinen ganzen Mut zusammennehmen müssen und Duggys Freund irgendwann zu einem Imam gebracht. Aber wie kam er denn zum Imam? Was war vorher passiert? Ich kann dir nur so viel verraten, bei uns und auch bei seinen Freunden hat sein Verhalten Duggy gegenüber nur Kopfschütteln hervorgebracht. Aber hör am besten selbst. Hallo zusammen, ich bin Rina von den Betsy-Spürnasen. Ich kläre seit mehr als einem Jahr über Business und die Folgen auf. Wie du weißt, lebte Duggy einige Jahre in Luxor mit ihrem ägyptischen Freund zusammen. Um ihr seine ewige Liebe zu zeigen, hatte er ihr ein Haus in Luxor gebaut. Duggy war zu dieser Zeit froh gewesen, diese ständige Überwachung seitens der Familie entkommen zu können. Sagen wir es mal so, es hatte sie schon sehr belastet, die ganze Wohnsituation. Und ich kann dir auch nur so viel sagen, es ist ein schönes Haus geworden. Mir persönlich gefiel es auch sehr gut. Ich hatte es während meines Urlaubs in Luxor noch im Rohbau besichtigen können. Es hatte ein richtiges Dach. Das Erdgeschoss war für Duggy und ihren Freund vorgesehen gewesen. Im Obergeschoss waren 2 Apartments, die nach ihrem späteren Ausbau als Ferienwohnungen gedacht waren. Der Garten war ein paar Tage vorher schon fertig geworden. Das war jetzt der Hintergrund. Du fragst dich sicher auch, wie ihr Freund das Haus finanziert hatte. Diese Frage war auch in meinem Kopf aufgetaucht. Duggys Erklärung war, dass er ein fleißiger Mann war und er es sich selbst erarbeitet hatte. Dieses Bild war ihr von ihrem Freund auch suggeriert worden. Der Einzug rückte immer näher. Handwerker hatten dem Erdgeschoss den letzten Schliff gegeben. Ein paar Tage zuvor war der Schreiner mit dem Einbau der Küche fertig geworden. Was jetzt kam, schlug mal wieder dem Fass den Boden aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich fange am besten von vorne an. Die Wochen vorher waren für meine Freundin stressig gewesen. Tagelang hatte sie alles aus den Schränken in Kartons und Behälter verstaut. Irgendwann gab es in der alten Wohnung nichts mehr zu tun. Der Umzug brauchte nur noch loszugehen. Am Nachmittag holte ihr Freund Duggy ab und brachte sie zum Haus. Vor dem Haus bekam der Garten noch den letzten Schliff. Die Söhne und Cousins der Familie halfen gerade tatkräftig mit. Duggy hatte die letzte Stunde damit verbracht, die Veranda zu putzen. Sie machte eine kleine Pause und unterhielt sich gerade mit einem der fleißigen Helfer. Plötzlich kam ihr Freund wie von der Tarantel gestochen aus dem Haus gerannt und ein paar Augenblicke später rannte er mit einem tropfenden Wasserschlauch hinter sich herziehend zurück ins Haus. Verwundert schaute sie ihm hinterher. Was hatte er denn jetzt schon wieder vor? Das hatte nichts Gutes zu bedeuten. Neugierig, was er vorhatte, folgte sie ihm. Was danach kam, machte sie wieder einmal vollkommen fassungslos. Er stand in seiner typischen Jalabia und Flipflops bekleidet, breitbeinig wie John Wayne bei einem Duell in der Küche. Nur statt einer Waffe hatte er den Wasserschlauch in der Hand. Sein Endgegner war gerade die fertig aufgebaute Küche. Er hatte vorher die Schranktüren und Schubladen weit geöffnet und schon begann er mit dem Schlauch die Schränke abzuspritzen. »Was machst du denn da?« rief sie verwundert, obwohl sie innerlich zu kochen begann. »Nach was sieht's denn aus? Ich mache sauber«, kam die gereizte Antwort. »Bist du verrückt geworden mit einem Wasserschlauch? Geht es noch? Du machst doch die Schränke damit kaputt.« Duggy hatte nicht gemerkt, dass sie Deutsch mit ihm gesprochen hat, aber an ihrem Tonfall konnte er erkennen, dass sie sauer war. Einer seiner Freunde riss ihm beherzt den Wasserschlauch aus der Hand und beschimpfte ihn ebenfalls als verrückt. Wutentbrannt rannte ihr Freund aus dem Haus. Aber das war noch nicht alles gewesen, die Geschichte geht noch weiter. Seine Stimmung sollte sich in den nächsten Tagen nicht ein bisschen bessern. Im Gegenteil, sie war sogar noch tiefer gesunken. Duggy versuchte sein schlechtes Benehmen so gut es ging zu ignorieren und bereitete weiter den Umzug vor. Er war auch meistens nicht zu Hause gewesen.
Sehr zu Daggys Erleichterung. Der Familie ist die schlechte Stimmung ihres ältesten Sohnes ebenfalls aufgefallen. Natürlich besprachen sie, was dagegen getan werden konnte. Prompt musste wieder einer der Cousins diese Aufgabe übernehmen. Einer von ihnen war so mutig gewesen, den Kronprinzen der Familie in die Moschee zu schleppen. Was jetzt kam, lässt uns heute noch herzlich darüber lachen. Daggy und ich telefonierten ein weiteres Mal zusammen, als ihr Freund erneut auftauchte. Er war vollgepackt mit mehreren Plastiktüten gewesen. Daggy schaute sich das Schauspiel interessiert an und sagte zu mir, ich rufe dich später zurück. Nachher hatte sie mir erzählt, was sich vor ihren Augen abgespielt hatte. Er war wieder mit einer seiner typischen Jalabia bekleidet gewesen und hantierte am Gasherd herum. Er hatte die Grillkohle erwärmt, nahm dann eine von Daggys deutschen Auflaufformen, packte dort die heiße Grillkohle hinein. Dann begann er aus 2 Tütchen irgendein Pulver über die heißen Kohlen zu verteilen. Es begann nach Weihrauch zu riechen. Der Behälter landete dann auf dem Boden im Wohnzimmer. Er rannte plötzlich wie ein aufgeregtes Huhn um diese Auflaufform auf dem Boden herum. Dabei las er Suren aus dem Koran vom Zettel ab. Der Zettel landete dann auf der Kohle. Das Papier begann zu kokeln, Qualm stieg auf. Er stellte sich dann breitbeinig über diesen Behälter mit der qualmenden Kohle und fächerte sich mit der Jalabia den Qualm unter seinem Gewand. Dabei murmelte er immer wieder die Suren aus dem Koran herunter. An 3 aufeinanderfolgenden Tagen wiederholte sich das Schauspiel. Am 4. Tag musste Daggy ihn mit zur Moschee begleiten. Ihr war es völlig unverständlich gewesen. Sie konnte sich nicht vorstellen, was das sollte. Jedes ihrer Argumente wurde einfach beiseite gewischt. Es hatte alles nichts geholfen. Sie musste mit. In der Moschee stand sie nun vor dem Imam. Ihr wurde die Hand auf den Kopf gelegt, dabei untersuchte der Imam sie auch, ob sie auch Betteis abbekommen hätte. Zum Glück war sie gesund gewesen. Ich selbst machte mir so meine Gedanken, denn sein Ausflippen war zyklisch bedingt gewesen. Wenn Daggy zu lange in Ägypten blieb, legte er ein ähnliches Verhalten an den Tag. Natürlich fragten wir uns, warum er sich so benahm. Mittlerweile wissen wir, dass er ein Betsy ist, und Daggys Gegenwart hinderte ihn ein bisschen daran, diesem Gewerbe nachzugehen. Seine inszenierten Dramen waren immer ein Ablenkungsmanöver gewesen. Denn Daggy sollte nicht dahinter kommen, was genau vor sich ging. Wir hatten uns auch gefragt, woher er das Geld für die Finanzierung des Hauses her hatte. Von Daggy bekam er keinen Cent. Er hatte sie auch nicht danach gefragt. Also ist unsere Theorie, dass er zu diesem Zeitpunkt offene Rechnungen zu begleichen hatte, und das war anscheinend nicht so geflossen, wie er es sich gedacht hatte. Dafür sprach einmal der Verkauf seines Fahrzeugs. Das war vor meinem Urlaub in Ägypten schon verkauft worden. Wer die Geschichte noch nicht kennt, ich verlinke euch die Playlist Betsy Stories. Er war ja auch als selbstständiger Fahrer tätig gewesen. Durch den Verkauf des Hauses hatte er praktisch seinen Arbeitsplatz auch gleich mitverkauft. Von dem Verkauf hatten wir übrigens erfahren, als Daggy zu einem früheren Zeitpunkt in Deutschland gewesen war. Was hatte sie den Kopf über diese Entscheidung geschüttelt? Aber er musste Geld verdienen, deshalb lieh er sich dann ein Auto, sobald er Aufträge hatte. Die Hälfte seines Verdienstes gab er dann dem Besitzer des Wagens. Die andere Hälfte war sein Verdienst. Während der Pandemie konnte er auch nicht so viel verdienen als Betsy. Deswegen war Daggy ja eine längere Zeit da. Sie saß praktisch in Luxor fest, denn kaum ein Flieger flog nach Deutschland. Natürlich wusste er, von ihr bekam er nichts. Wenn du mehr über die ganzen Manipulationen von Betsys wissen willst, hier oben verlinke ich dir die Playlist. Wie siehst du das? Kennst du eine ähnliche Geschichte? Schreib mir das mal in die Kommentare. Vielen Dank für deine Zeit.